Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Zur Abwechslung gibt es mal wieder einen reinen JTL-Screencast für euch, in dem wir über die angekündigte JTL-API berichten. Wir nutzen dafür die Möglichkeit, euch näher zu erklären, was eine API ist, aber auch spezifisch, welche Möglichkeiten euch mit der JTL-API zur Verfügung stehen könnten. Falls der Schuh bei euch jedoch an anderer Stelle drückt, solltet ihr euch mal in der JTL Software User Community Gruppe auf Facebook umschauen. Hier könnt ihr direkt eure Fragen an über 4000 JTL-Experten, Händler, Servicepartner und ähnliche richten. Der Link zur Gruppe befindet sich in der Videobeschreibung. Eine API oder API ist ein Application Programming Interface oder schlichtweg auf Deutsch Programmierschnittstelle. Das heißt, diese Schnittstelle gibt externen Systemen die Möglichkeit, mit der Hauptinstanz zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Die Hauptinstanz könnte dabei beispielsweise JTL Wavi sein und das externe System die Verwaltungssoftware eures Lieferanten. Mithilfe der JTL-Konnektoren zu Shopify, Shopware, Gambio und Co. werden Daten wie Artikel, Kategorien etc. vom Shop in die Warenwirtschaft übertragen. Doch worin besteht nun die Neuerung? Um das zu verstehen, müssen wir uns noch einen weiteren Begriff anschauen, nämlich den der REST-API. REST steht dabei für Representational State Transfer und ist quasi ein bestimmter Standard bzw. eine gewisse Architektur. Dieser Architekturstil verweist auf 6 Eigenschaften, die ein Dienst haben muss. Eine davon ist beispielsweise eine einheitliche Schnittstelle zwischen Komponenten, um Informationen in standardisierter Form zu übertragen. Um das etwas besser zu verstehen, schauen wir uns doch einfach mal ein paar der Vorteile an, die eine REST-API bietet. REST ist beliebt aufgrund seiner Einfachheit und der Tatsache, dass es auf bestehenden Systemen und Funktionen des Hypertext Transfer Protocols (HTTP) aufbaut. Es ist also ein Standard, auf den gerne gesetzt wird, der also dadurch auch gängig ist. Das heißt, wir haben den Punkt Bekanntheit. Zudem ist es sprachunabhängig. Das heißt, Programmierer können dafür jegliche Programmiersprachen verwenden. Doch was hat das jetzt mit JTL zu tun? Es ist nach eigenen Aussagen das Ziel, das Herzstück der JTL-Produktreihe JTL Wavi grenzenlos zu erweitern. Und zwar mit Hilfe einer REST-API. Das würde also jedem Händler die Möglichkeit bieten, seine eigene Schnittstelle zu konfigurieren oder konfigurieren zu lassen. Ob es nun darum geht, Artikeldaten automatisiert zu seinem Lieferanten weiterzuleiten oder andere Transferprozesse, die REST-API würde das ermöglichen. Solltet ihr das in Zukunft planen, aber keinen Programmierer in eurem Team haben, dann kümmern wir von eBakery uns gerne darum. Sollte dieses Vorhaben allerdings die Erweiterung eures Verkaufsspektrums auf Marktplätzen beinhalten, dann würden wir euch vorab noch eine andere Lösung dazu vorstellen. Mit Unicorn 2 kannst du nämlich bereits jetzt schon deine Produktdaten aus JTL Wavi heraus ganz einfach auf Marktplätze wie Otto Market, Kaufland, Metro, Rewe und vielen weiteren übertragen. Damit kannst du ein komplett neues Klientel ansprechen, profitierst von der Sichtbarkeit und das alles ohne viel Aufwand. Unicorn 2 lässt sich 14 Tage kostenlos testen und ist entweder unter www.unicorn2.de zu erreichen oder kann auch über die oben rechts verlinkte Infokarte direkt heruntergeladen werden. Deine Lösung für Multichannel mit JTL. Mit dem Video ist hoffentlich klarer geworden, was eine API ist, beziehungsweise eine standardisierte REST oder RESTful API ist und wie diese eure Warenwirtschaft nach außen hin öffnen könnte. Schreibt uns doch mal eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr darauf schon länger gewartet? Und wenn ja, für welchen Case würdet ihr die REST-API verwenden? Oder ist das eine Neuerung, die euch weniger tangiert? Lasst es uns wissen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr dann auch den eBakery YouTube-Kanal abonniert habt. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.